Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play... Ach, warte mal. Nee. Weil gerade stand Speichern abgeschlossen, da ich meine Aufnahmetaste ist fast gleichzeitig auch die Speichertaste. Das wäre natürlich doof, wenn der Shortkey genau auch die Schnellspeichertaste ist. Warte, ich mach mal kurz... Nee, ist sie nicht. Okay. Ich habe da kurz getestet, deswegen hat den kleinen Schnitt drin. So, wir gehen jetzt wieder auf Map, machen eine Schnellreise hierhin. Stellar Bay. Und, ach nein, nicht Stellar Bay. Machen wir gleich nochmal zurück, die Schnellreise. Ich will erstmal mit ihr reden jetzt. Guck mal. Erstmal mit ihr reden. Ob sie sich das vorstellen könnte. Und dann versuchen wir Frieden zu stiften, weil ich habe jetzt auch die Waffendinger in meiner Hand und ich habe jetzt hier optional und ich will für niemanden das Ende bescheren. Captain, we should chat. Ja, ich denke auch. Graham's got the right idea, but he isn't the right guy to execute it. I don't even think he's motivated by philosophism anymore. I think he's just guilt-ridden. I can't believe I'm even saying this, but I keep going over and over it in my head, and the only way I see the iconoclast surviving is we depose him. Yeah. Hell, most of our people listen to me already. Take Stellar Bay. Nein, machst du nicht. Lick our wounds. Eventually, figure out how the hell we're going to spread the word to the rest of the colony. Ich will nicht, dass es Stellar Bay übernimmt. Sometimes, you gotta do what's best for someone, even if they think you're wrong. Even if it's painful. When we're in Stellar Bay, they'll come around. Nein! I'm going to confront him. Can I count on your support? Ja, Okay. ich will nicht, dass sie gegen... This is what's best, Sora. Time to save Monarch. Sie wird sich nicht... ja, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht die Auswahl, aber ich hoffe, wir können dann nochmal mit ihr reden. Captain, you must be back with the access codes to our new ship. Graham, we need to talk. We have work to do. This isn't the time for one of our spats. Yes, we are acting. On Stellar Bay. What's this about? You're running the iconoclast into the ground, and I don't believe it'll get better after we take Stellar Bay. The troops take orders from me already, and you've brought me as far as you can down the eternal path. It's time to step down. The troops. Listen to you. This isn't an army. They aren't soldiers. They're believers. Followers. They pick up a gun because you tell them to, not because they want to. And you, Captain, after all you've done for me, for us, you throw behind this mutinous blasphemer? I built this movement from the ground up. I've brought freedom to Monarch, and all these years later, we're still free. I joined because I believed that you were in it for the iconoclasts. That you wanted nothing more than to bring freedom to Halcyon. That you were selfless. But I know the truth now, Graham. I know what happened in Amber Heights. You didn't start this movement because you wanted to save us. You wanted to save yourself. No.
I've spent years atoning for my sins. I've studied, meditated, taught. I built the iconoclasts so that any man could cast away his past for a fresh start. That's your answer, Graham? You needed a fresh start? After all those innocent lives? I'm sorry. I believed in you once. I did. But it's over. Ich habe das Gefühl, wir müssen kämpfen. I won't. What happened back then was a mistake, and the colony has moved on. This is my movement. These are my people. If you want to lead them, you'll have to kill me. Please. Don't make me do this, Graham. If this is where my path ends, I accept it. But as long as I draw breath, I will not abandon them. Mensch. So be it. Here they come. Was hab ich damit zu tun, Digga? Well, Captain, here we are. Killed a lot of people in the name of the iconoclasts, and it never feels right. But this time, it's especially wrong. You've got the... Void held me. I'll never remember what that thing is called. The device from the ship. So. You have it? Hä? Ach so, ob ihr, genau. I've thought about it, but I think we're too far gone. Pulling Carlotta's support was crossing a line. Ich kann... Scheiße, ich kann sie nicht überzeugen. Anything else? Oh, Mensch. Fertigkeiten. Wieso kann ich nicht überzeugen? Überzeugen habe ich 50. Ich bräuchte 55. Habe ich jemanden in meinem Team? Sie ist im Überzeugen anscheinend nicht. Sie geben ja so Booster. Wo sehe ich die? Weißt du, was ich mache? Ich speichere hier mal ab. Ich gucke mal, ob ich jemanden in meinem Team habe, mit dem ich sie überzeugen kann. Das ist ja kein Schummeln. Normalerweise würde ich sagen, ich habe sie noch nicht und würde so tun, als würde ich sie besorgen. Versuche mal. Wir gucken mal, ob wir einen im Team haben, der mir noch... Ich brauche ja nur 5% in Überzeugen. Müsste doch hier... wo kann ich mir denn... angucken? Hab ich keinen... so eine Art Übersicht? Ich kann mir vorstellen, dass der Vikare überzeugend ist, ne? Ich kann mir leider nicht angucken, wie seine Werte sind. Ob ich jetzt einen Booster habe im Überzeugen? Oder ich kann es mir irgendwo angucken, weiß aber gerade nicht wo. Ellie habe ich dabei aus irgendeinem Grund. Hä? Wieso habe ich denn Ellie dabei? Ich kann auf Ellie auf jeden Fall einen Vorteil auswirken. Okay, ich wollte dich gar nicht dabei haben, tut mir leid. Ich will nicht schon wieder einen Planeten ins Verderben bringen, Alter. Zack. Den Vikar wollte ich eigentlich haben. Weg mit dir, her mit dir. Hä? Vikar Marks. Ah ne, das sehe ich jetzt bei meinem Charakter, ne?
Bringt das was? Inspiration 50 statt 44. 44, was denn hier, überzeugen habe ich nur 50. Ich probiere es mal aus. Und gehe mal zurück zu ihr wieder. Gucken, ob wir sie so überzeugen können. Vielleicht reicht das ja. Ich habe nicht mehr im Kopf, was sie da braucht. Ich glaube, es ging so um die 50 da auch, ne? Gucken wir mal. Mit Karl Marx im Nacken können wir sie vielleicht dazu bringen, zusammenzuarbeiten. Ist immer noch schockiert. Guess I'm in charge now. You've got the... I've thought about... 55. Anything else? Ich glaube, das ist ja scheiße. Ich habe niemanden sonst, dem ich jetzt sagen würde, kann ich die ganze Crew mitnehmen? Kann ich mir irgendwo so ein Dings angucken, was die mir geben? Habe ich irgendwo so eine Art Übersicht? Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Okay. Viele Crewmitglieder kann ich die mitnehmen. Sie ist medizinisch. Er ist Verbrecher. Wir müssen irgendwie auf 55 kommen, ne? You got a second? Nee, habe ich gerade nicht, Digga. Das hilft mir nicht. Inspiration 50. 45. Überzeugen 66. Sauber, sauber, sauber. Danke, Felix. Danke, Felix. Digga, jetzt habe ich doch eine Sekunde für dich. I can't believe I wanted to shake his hand. I need a shower. Makes you wonder if being a treacherous, two-timing coward is some sort of contagious disease, or if he was just born that way. At first, I liked what Graham was doing. The iconoclasts were going to change Halcyon for the better. But then, we found out Graham was behind the slaughter of Amber Heights. How can anybody so morally bankrupt lead a movement to transform the colony? Na, er ist halt tot, ne? Maybe you're right. I can't stop thinking about what he did. About all those people in Amber Heights. You'd never do something like that, would you? Slaughter a whole community of innocents? Yeah, that's what I thought. Let's get back to it. Ja. I need to put all this ugly business with Graham behind me. Guck mal, da machen wir, tun wir mal Felix einen Gefallen. Wie kann ich ihm was geben? Er hat immer noch, ich habe immer noch da. Kriegt seine Kleidung wieder. Und dann kann wie K-Max eigentlich wieder gehen, ne? Oder gibt ihr mir auch einen Boost? Oh, ich lasse ihn mal lieber. Ich kann Felix auch ein Level abgeben. Ja, nicht schlecht, gefällt mir. So, Region. Und jetzt müssen wir sie überzeugen können. Du stehst da auch beständig am Grund. Infamous Amber Heights. Damned philosophists. Hey. I've
thought... So. You know, Captain, I never thought about that. Maybe he could be taught the eternal truth. Spread the message from within the corporations. All right. If he's willing to talk, I'll give him a chance. Sauber. Well then. I've got to prepare a few just-in-case measures. But when you're ready, let's meet at the old OSI church outside Stellar Bay. Alles klar. Sehr gut. Dann würde ich sagen, du kannst nach Hause gehen. By Verity, what are we contemplating? Will do, Captain. I'll keep an eye on her. In the meantime, take care of yourself out here. Jo, mache ich. Du kommst mit, Felix. Du bist mir eine große Hilfe gewesen. Vielleicht kann ich deine Hilfe auch nochmal brauchen. Denn wir gehen jetzt hier raus. Habe ich schon abgespeichert gerade? Tatsächlich. Wir gucken uns jetzt an, wie die Verhandlungen laufen. Spannend! Hoffentlich laufen sie gut. Und wir müssen uns nicht für eine Seite jetzt entscheiden. Das sind wieder die Viecher, ne? Always wanted to visit Stellar Bay. Taking the sights, the sounds, the... Wait, what's that smell? Jetzt sollten wir eine Waffe nehmen, eine Schusswaffe. Ich hoffe mal, es gibt keinen beunruhigenden Showdown hier. In der Kirche. Watch yourself out there. Move along. Carry on. Hey, thanks for coming. I wish I'd had more time to prepare a proper analysis on the costs and benefits of your proposed union, but I suppose we'll have to improvise. Kinder, egal was passiert, wir wollen, dass diese beiden Parteien sich vertragen. Gotta admit, I really thought I was walking into a trap here. I'm ready. If anybody can get these two shaking hands, it's you, boss. Sanjar, Stellar Bay's got food and walls. And my people need both. If you'll have us, we're willing to share the space. Do you have any idea what that would cost? Why, drawing up the budget alone is going to take weeks. Not good enough. I need to move a fair amount of my people into the city. We need shelter, Captain. Ich sag ja nicht. Suppose some of our healthier folk could offer aid. Some of us need to stay in the city proper, though. Truly, a compromise? I'm not sure I'd ever have heard as much from Graham. Graham was a murderous fiend, and I'd be shocked if you didn't already know that. Was soll ich sagen, Alter? Sag bloß, dass du das nicht... Void take his agreement. He stood by and let it happen. This feels like one of those times when everyone at headquarters but me is laughing at something, but you two aren't laughing. Amber Heights, you haulhead.
10 years ago, Graham had all those people killed. What? That's not possible. Even for him, that's going too far. But that means... I had no idea, I swear. Look, we were both fed up with corporate leadership, but I never guessed he'd do something like that. Mr. Nandi says he don't know a thing. I say we take his word for it. You can't take bureaucrats at their word. You back someone into a corner like this, and they'll say anything to get out of it. Okay. You're right. Sorry. It'll take me a while to get over losing Graham. You know, I felt the same way years ago, when he first left. You know, there was something magnetic about him that let you ignore the things you didn't want to see. But surely you know what that's like. Yeah, I do. Okay, if you're willing to house and supply some of us, I'll have our more capable soldiers help out. As am I. Oh, I can feel my blood pressure lowering already. Thanks for coming out, Sanjay. Geil! I, guess I'll see you at Stellar Bay. Never doubted you for a minute, boss. Sauber! Hey, boss. Got a hypothetical for you? You got a friend, see? Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then, one day, they up and vanished. 5 years go by, they send you a message out of the aether. What's going through your head? Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. The guy just vanished without a trace one day. No goodbyes, no explanations. Been gnawing at me ever since, you know? That's what I don't know. The message was light on details. No explanations, as usual. Clyde. He was a blustery old cuss. Carried on about violent revolution and seizing the means of production. Clyde's waiting for us on Scylla. What he's doing on an asteroid, I can't begin to imagine. I appreciate this, boss. I know you're going out of your way for me. Okay, Freunde. Ich dachte erst, er hat noch irgendwas dazu zu sagen. Hey. Hey, sagt sie. Sanja sagt auch hey. If you'll excuse me. Alles klar, das heißt, wir haben das Ganze gut beendet. Radiofreies. Sprich mit Phineas, müssen wir noch sprechen. Dann machen wir das noch eben, oder? Dann haben wir auch alles hier auf Monarch beendet, ne? Ja. Guck mal, wir haben auch noch, der Part hat auch noch ein bisschen Zeit. Wobei ich dann auch gleich mal langsam das Spiel ausmachen muss. Moinsen, Kollegen! Würde ich sagen, gehen wir noch einmal und dann machen wir uns auch... Ne, wir gehen ja jetzt schon aufs Schiff, ne? Wir haben hier nichts mehr zu erledigen, Freunde. Wir sind hier fertig auf Stellar Bay. Und wir haben Erfolg freigeschaltet. Sehr gut. Ich freue mich. So habe ich mir das vorgestellt. Guck mal da, wie geil. Ich sagte, das wird hier richtig schön. Das wird richtig aufblühen hier. Hier haben wir alles richtig gemacht. Ich hoffe, dass wir immer so gut wegkommen. Ach, guck mal, wegkommen. Jetzt ist ja hier zum Beispiel.
I must thank you for your excellent recommendation regarding Zora. She's most capable. Anyway, what can I do gar for you? nichts. Das ist interessant. Quite well. As a matter of fact, Zora is proving most capable. You should see the way she pounds the table and gets straight to the point. It makes for some rather exhilarating meetings. I know I had my concerns initially, but your instincts were right. Zora and her compatriots have become valuable and productive members of our community. And since we're back in the board's good graces, we've got real growth prospects to look forward to. What can I do for you? Nix, danke. Hast du noch was zu sagen? Einfach runter. Jo, alles klar, machen wir weiter. So, ab auf die das ist ja gar nicht die Kaskade hier, auf die Dingens hier, auf unser Schiff. Hier sind wir fertig, und zwar mit einem guten Ende. Das macht mich sehr glücklich. I'd show you around, but I gotta keep watch. Just in case someone else comes along. Oh, endlich runter hier. Also nicht, dass ich mag den Planeten, aber ich bin auch froh, mal ein bisschen wieder neue Missionen zu erleben. Ne? Ist ja ganz klar. So. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Erstmal den Helm abnehmen, wie man das so tut. Jetzt sehen wir cool aus hier mit unserem Helm, glaube ich, oder? Können wir nochmal gucken? Ja. Gucken wir mal, was in der Küche ist. Hey, Max. What? You really think we all have a purpose? That everything happens for a reason? It's not really that simple, but yes, fine. Anything else? If that's the case, is it my purpose to annoy you, or yours to be annoyed by me? Go away. You can't deny fate, Vicar. Don't know how you managed to get Zora and Sanjar in the same room. Aus Interesse Yes, you nochmal. caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Okay, Digga, nein. Der Robby ist bald weg hier. Was wollten wir machen? Erstmal hier später zurück. Erstmal fliegen wir jetzt auf den... zu Phineas. Genau, zu Phineas wollten wir. Wie wir jetzt halt auf einmal im Raum sind, ne? Wir wollen zu Phineas Labor. We've arrived at Phineas's orbital lab. Und da brauche ich keine Unterstützung. Mit Phineas rede ich alleine. Remember that you are not insured. Okay. Ich brauche keine Begleitung. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Helm brauche oder ob wir direkt in der Stadt sind, direkt drin. Ich glaube, ich nehme diesen Helm ab. Das sah ja immer so ein bisschen aus wie der Typ von, sag mal schnell, ne? Wie der Typ von Guardians of the Galaxie. Aber mit der Klappe hier gefällt ich mir auch ganz gut. Wie ist es jetzt eigentlich mit, muss auch ein bisschen hier in die Rolle schlüpfen. Haben wir eine Casual-Rüstung dabei? Nee, ne? Nee. Dann tragen wir die weiter. Da ist Phineas. I'd clap you on the shoulder if I went behind a wall of bulletproof glass. I don't know how you did it, but Hiram Blythe just sent me everything I needed. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply.
Typical elitist. Hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Exciting. Aloysius Clark, Minister of Earth. Virtually every colony requires the presence of a Minister of Earth. Clark is complicit in every one of the board's crimes. Whenever the board issues some new decree, you'll find Clark's signature on the dotted line. If I had time and several blackboards, I could explain the details to you, but to put it briefly, dimethyl sulfoxide is the reason you're alive today. The chemical is absolutely essential to reviving the Hope's colonists. I need you to steal as much as you possibly can. The more, the better. Warum habe ich das Gefühl... If you don't bring me enough chemicals, I might not be able to save the Hope's colonists. And then nothing will stop the board from destroying this colony. Dass er auch selbstsüchtige Pläne verfolgt. Ah, yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to subterfuge. Ach. Carmen Imagawa. She's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. She'll have all the necessary intelligence you require. I'm giving you my old nav key to Byzantium. You'll need it to land in the Golden City. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Big green bubbling vessel with a warning label. I'll take as much as you can find. You can trust her if that's what you're asking. Imagawa is the finest special agent in Byzantium that money can buy. My money, anyway. Of course, of course. What's on your mind? Absolutely. Okay. Let's talk. No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Fine looking hideout you got here. My name's Felix, by the way. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte ihn nicht mitgenommen. Habe ich wohl verpennt. Ja, jetzt ist das so. Oh, very well. I can be a little cantankerous when I haven't had my caffeinoids. You have my apologies and so forth. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. You're a talented scientist after all. Our kind has always been incredibly popular. Of course, I'll be here, as usual. Da stehst du wie ein Depp, Digga. Ich wollte dich doch gar nicht mitnehmen, Kollege. Was machst du hier? Da musste ich dich hier vor Phineas, musste ich dann erklären, warum du mit dabei bist. Herrschaftszeiten. Na, komm. Ja, mein Gott, ey. So, wir haben einen neuen Vorteilspunkt verfügbar. Sehr gut. Dann können wir die Köpfe jetzt explodieren lassen. Ja, wie peinlich, wie peinlich, wie peinlich. Oh. Ich hab dir gesagt, bleib auf dem Schiff. So, jetzt machen wir mal erstmal. A reminder to all crew members. There is only one toilet on the ship. Vorteile. Erstmal mache ich Vorteile. Den finde ich ganz gut.
Das wäre dann hier Dialog gewesen. Machen jetzt erstmal hier. Mal auf die Fähigkeiten. Inspiration und Entschlossenheit ist relativ weit unten, hatte ich gerade gemerkt, als ich überzeugen... Achso, ich verteile immer nur ein. Wie viel habe ich denn überhaupt frei? Ich dachte 10. Ja, doch, ich habe 10. Die kann ich. Achso, da muss ich auf Führung gehen. Ach, guck mal, hier doch, da hätte ich, kann ich erstmal Vorteile verteilen. Pavati, die gute. Die nehme ich auch mal wieder mit, die mag ich. Nahkampfschaden. Ja, ich glaube, die würde ich erstmal auf alle hochleveln hier, ne? Sam würde ich sogar tatsächlich verkaufen als nächstes. Obwohl, ich habe hier einen Vorteilspunkt so oder so, ne? Kriegt auch den hier. Something busted, Captain? Okay, meine Freunde, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal. Das heißt, Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude. Bis dahin, schaut auf meinen Kanal vorbei, da gibt es jede Menge andere interessante Videos zum Thema Videospiele und Let's Plays. Bis dahin, tschüss, Sikowski.